Herr Müller-Beck, die meiste Zeit der Geschichte der Gattung Homo leben mehrere Menschenarten gleichzeitig. Ich stelle mir das laienhaft so vor wie etwa heute bei Menschenaffen, wo es auch mehrere Formen gibt. Und das Ganze ist ja offenbar kompliziert. Beim Neandertaler dachte man genetisch, er sei von uns strikt getrennt. Da haben die Genetiker Furore gemacht damit vor etwa 20 Jahren. Jetzt machen sie Furore damit, dass sie sagen, er ist nicht getrennt. Also man kann zweimal mit verschiedenen Ergebnissen Sensationen erzielen. Für die Archäologen war immer klar, der Neandertaler ist doch ziemlich nah am Homo sapiens sapiens. Trotzdem sehen viele Archäologen einen starken Schnitt im Aurignacian und billigen erst dem Homo sapiens sapiens Kunst zu. Aber es hat sich zumindest die Tendenz durchgesetzt, dass der Neandertaler ein sehr viel stärker adaptives Wesen ist, als wir noch vor 30, 40 Jahren angenommen haben. Und da wollte ich nun Ihre Sicht wissen, Ihre Sicht auf den Neandertaler. Ja, das ist natürlich vom Paläohistorischen her eine sehr komplexe Frage. Für die Anthropologen, physischen Anthropologen war es einfach. Morphologisch schien der Neandertaler nach seiner Schädelform klar abtrennbar. Aber die Genetiker haben das nachvollziehen können, solange sie nicht so genau sequentiert haben. Dann haben sie besser sequentiert und dann war das nicht scharf getrennt. Damit widerspricht es natürlich im Grunde der Artendefinition. Bei den Tieren ist das jeweils sehr stark getrennt. Ja, also wenn bei den Finken, die sind genetisch so deutlich getrennt, wenn nur der Gesang leicht unterschiedlich ist, die berühmten darwinschen Finken, dann sind die auch genetisch getrennt und da spielt der Mensch nicht mit. Oder die Gattung Homo, ja, wenn man mal so, deswegen auch Mensch. Und die Grunddefinition von der Zoologie, also Homo sapiens, die gilt nun ein für alle Mal. Und die sogenannten Neandertaler sind nur eine morphologisch differenzierte Form, die man auch genetisch differenzieren kann, die aber nicht scharf abgetrennt ist genetisch, die also sicher miteinander spielt und dann die ganzen Sequentierungen der Neandertaler sind ja nur aus den letzten 30.000 Jahren, ja, von den Neandertalern. Davor können die gar nicht mehr, weil das nicht erhalten ist. Und das heißt, wie die davor ausgesehen haben und der Übergang zu den anderen gleichzeitigen Arten, das sind reine Laborrekonstruktionen, also Reflexionen, die einfach Hochrechnungen sind, sozusagen in die Vergangenheit, so ähnlich zuverlässig wie der Volkswirt in die Zukunft. Der Neandertaler ist eine Art, den wir nun von Anfang bis zum Ende kennen. Ja. Also bis zum Ende, das wir fassen können, vor vielleicht 25.000, 30.000 Jahren. Wie sehen Sie die Entwicklung des Neandertalers? Wie sehen Sie seine technischen Fertigkeiten? Wie sehen Sie seine Stellung im Verhältnis zu uns? Ich sehe die Geschichte des Neandertalers fast gar nicht. Denn von den Neandertalern haben wir, wenn es hochkommt, 50 Individuen. Die stammen alle aus dem letzten 10-20% seiner hochgerechneten Lebenszeit. Also da kann ich als Historiker gar nichts sagen. Ich kenne aber die gesamten Artefakte aus dieser Zeit. Ob jetzt Neandertaler oder schon moderner Mensch, sogenannter moderner Mensch, ist praktisch nicht belegbar. Die Steingeräte sind vorhanden. Und da ist jetzt das Problem. Die Skelettmorphologie ist nur die Morphologie, ist nicht mal die Physiologie dieser Menschen. Also das ist erstmal, wie die laufen, also mehr oder weniger geschickt. Die Neandertaler kommen in einem Riesenraum vor, in der kalten Phase der letzten Eiszeit bis am Mittelmeer, als Rentierjäger. Das sind die Rentiere in der Côte d'Azur. Die kommen bei uns in Salzgitter-Lebenstedt vor als Rentierjäger und sind da so hoch entwickelt wie jungpaläolithische Rentierjäger. Es ist wirklich archäozoologisch von Gorczynski belegt. In einer Sammelsedimentation à la Bilzingsleben. Das ist im Grunde natürlich eine immer wieder überschwemmte Zone, in dem Fall von einem größeren Bach. Im Bilzingsleben ist es ein Gewässer oder ein größerer Fluss. Da wird sehr viel umgelagert und manches am Ende bleibt liegen, dass wir dann so ähnlich wie in neolithischen Dörfern besser beobachten können. Darunter haben wir ein Gemenge von umgelagertem Zeug, das natürlich biotopat gestört ist. Aber psychisch wissen wir fast überhaupt nichts von den Neandertalern. Wir wissen nur,
beziehungsweise auch von seinen Zeitgenossen. Er muss ja eine Menge Zeitgenossen haben, weil er nur räumlich begrenzt vorhanden ist. Er reflektiert noch nicht bildlich, er hat keine Bilder hinterlassen. Dann erst die Bildermacher der modernen Menschen sind dann erst die letzten 10%, 40.000. Und vorher ist auch der moderne Mensch kein Bildermacher. Ja, also die Kulturgrenzen sind nicht identisch mit den skelettmorphologischen Grenzen. Das finde ich sehr spannend, weil ja immer diese Distinktion zwischen Neandertaler und modernen Mensch darin gesehen wird, dass dann im Ordination der moderne Mensch Schmuck macht und Bilder macht. Aber das Auffällige, und Sie sagen es selbst, ist doch, der moderne Mensch in Afrika hinterlässt gar keine Bilder. 150, 200.000 Jahre, da kennen wir nichts. Das heißt, es ist eigentlich eine europäische Erscheinung, die Bilder, die sich dort erhalten haben. Und eine Erscheinung, die man nicht mal mit letztendlicher Sicherheit, auch den frühen Schmuck nicht mal mit letztendlicher Sicherheit dem Sapiens zubilligen kann, weil auch hier haben wir ja nicht die Verbindung Bild-Sapiens. Nee, die ältesten Gravierungen aus Afrika, die publiziert sind, die möglicherweise und mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar falsch datiert sind, aber das kann ich nicht beweisen, weil da müsste man nachdatieren. Da sind nämlich völlig falsche Geschossspitzen dabei, viel zu entwickelte harpunenartige Geschossspitzen. Die werden auf 60.000 datiert. Und 300.000 ist also die Gesamtlaufzeit nach den Genetikern. Da fehlen dann auch nochmal 240.000. Und das ist ja, aber das wissen wir ja seit den Nazis, dass der Reihengräbertypus im Grunde eben nicht stabil ist, sondern je nach Region mal mehr römisch, mal weniger römisch beeinflusst oder mehr keltisch und hin und her. Sprachlich wissen wir überhaupt nichts. Und das ist natürlich das Problem der Anthropologie. Anthropologie ist ein Bereich der Philosophie. Philosophen wollen immer alles erklären und Historiker können nur beschreiben. Und es ist auch die Ehre der Historiker, also nicht zu spekulieren. Jakob Burckhardt hat das ja gesagt. Die Geschichtsphilosophen sind sehr anregend, aber sie kosten uns Zeit. Ja? Wir haben inzwischen was zu tun. Man kann sich mit ihnen unterhalten. Also mir kosten sie zu viel Zeit, wenn es um die Neandertaler-Skelette geht. Wir können technologisch so viel, das kommt aber in der Öffentlichkeit nicht an, weil die Anthropologie sich sehr viel besser verkauft, weil eben der Human Touch. Ja? Wenn man ein Skelett ausgräbt, sind alle Leute ganz begeistert und Sie verwenden das Wort Historiker. Sie sahen sich selbst immer als Historiker. Ja, und das ist der Historik und die Historie hat eine ganze Menge zu tun mit Physik und Mathematik. Das ist dieselbe scharfe Methodik, die auch ganz klare Regeln kennt, also Jakob Burckhardt oder besonders wichtig in unserer Zeit der Marc Bloch, der französische Historiker, der ja auch ein Buch über den Beruf des Historikers geschrieben hat. Darin kommt die Methodik auch der Interpretation prähistorischer Objekte vor. Wie würden Sie nun die doch zum Teil schütteren, spärlichen paläolithischen Quellen, wie würden Sie das eben nicht nur artefaktmorphologisch, sondern auch historisch einordnen? Wie sind Sie da vorgegangen? Das sind alles ganz klare Sachquellen und die sind nicht gefälscht. Denn Schriftquellen müssen interpretiert werden. Die berühmteste Beispiel, das ich auch immer meinen Studenten erzählt habe, ist die konstantinische Schenkung. Nicht? Die angebliche Schenkung Konstantins an den Vatikan. Der Vatikan hat bis ins 19. Jahrhundert gebraucht, bis er anerkannt hat. Das haben ja die frühen Humanisten, die haben dann festgestellt, dass dieses Latein ein viel späteres Latein ist als das konstantinische. Schriftquellen sind oft falsch. Unsere Artefakte, also da in Umigmark, da hat keiner was geschummelt. Das sind Sachquellen, bloß keine Schriftquellen. Aber das Problem ist ja, dass häufig die archäologischen Sachquellen rein deskriptiv formenkundlich beleuchtet werden. Ja, das ist das Problem, denn der Historiker ist natürlich verpflichtet, und das ist auch das Thema von Marc Bloch in der Beruf des Historikers, der nimmt das Beispiel von Waterloo-Belle Alliance, dass diese Entscheidung der Schlacht, wenn Sie hinter jedem Soldaten, hinter jedem General einen Beobachter festlegen würden, der alles notiert, Sie wüssten nachher nicht warum. Sie können beschreiben,
Aber Sie können auch mit geschickt ausgewählten Belegen, können Sie Beschreibungen machen. Sie müssen nur aufpassen, dass Ihnen sozusagen nichts Wichtiges entgeht. Das ist die Kunst des Historikers. Er kann, und das sagt auch Block ausgesprochen, er kann nicht, wie gern unsere Archäologen, bis zum letzten beproben, aber am liebsten noch jedes einzelne Pollenkorn zu zählen, was unsinnig ist, weil das nachher gar nichts mehr bringt. Dann haben sie so viele Daten wie die NASA bei den Shuttle-Flügen. Das können sie nicht mehr beherrschen. Ja, wenn wir immer mehr Einzelheiten aufnehmen, vermessen, und sie müssen also da auch selektieren, im Grunde mit Stichproben, also zum Beispiel botanische Proben, methodologisch, das muss man auch entwickeln, damit man Aussagen machen kann. Sie haben immer versucht, die verschiedenen Sachzeugnisse sozusagen in ein Interpretationsgerüst zu bringen und in den historischen Ablauf. Ja. Und gelingt es in der jägerischen Archäologie an einigen Stellen überzeugend, oder ist das äußerst schwierig aufgrund der Quellenlage? Das ist immer möglich. Sie müssen nur die Zeitskala entsprechend grob machen. Wenn Sie die Zeitskala falsch zu eng machen, aber das ist ja wesentliche Statistik, eine zu genaue Angabe kann falscher sein als eine unscharfe. Das ist übrigens auch in der Physik, der berühmte Unschärferelation ist ja nichts anderes. Wenn man versucht, sozusagen das letzte Atom festzunageln, dann knallt man daneben. Im CERN versuchen sie das mit riesem Aufwand. Und wenn man das nur in der Annäherung von Marc Bloch, eben des Historikers, macht, und für den Historiker sind die Naturwissenschaften auch nur Objekt. Ja, das heißt, wir sind auch gleichzeitig Naturwissenschaftler. Deswegen ist es auch eigentlich für die Urgeschichte besonders grotesk, wenn man dann ein Institut für naturwissenschaftliche Archäologie macht. Das ist nicht trennbar. Vor allen Dingen bei der Jägerkultur nicht. Da ist Natur so integriert in die Kultur wie eben später nicht mehr.